In diesem Video dreht sich alles um die Brennnessel als zusätzlichen Pflanzenschutz und Gießwasser für Tomatenpflanzen. Dazu möchte ich dir folgende Fragen beantworten. Welche Wirkung hat Brennnesseljauche, Tee oder Sud? Wie bereite ich mein Brennnessel-Gießwasser zu? Wie und wann wende ich Brennnesselsud an? Kann man alternativ auch Fertigprodukte kaufen? Ja. Fangen wir mit Frage Nummer 1 an. Welche Wirkung hat Brennnesseljauche, Tee oder Sud? Die Brühe aus Brennnesseln kann als biologischer Dünger verwendet werden und dient zusätzlich der Stärkung des Bodens und vertreibt bestimmte Schädlinge. Wie bereite ich nun mein Brennnessel-Gießwasser zu? Die Zubereitung ist ähnlich wie Tee kochen. Wasser wird mit Brennnesseln kurz für 5 bis 10 Minuten leicht aufgekocht. Ja, und in diesem Beispiel koche ich mir einen Vorrat vor. Grundsätzlich ist folgendes Rezept einzuhalten. Ich nehme 1 Gramm getrockneten Brennnesseltee auf 1 Liter Wasser, sofern die Pflanze klein ist. Sollten die Pflanzen schon 2 bis 3 Blütenstände haben, kann man auch eine Dosierung von 2 Gramm pro 1 Liter Wasser nehmen. Hier ist aufzupassen, die Dosierung genau abzumessen, sonst wird die Brühe zu scharf und die Wurzeln könnten absterben. Wie erwähnt, ich koche mir hier ein Extrakt und halte mir somit einen kleinen Vorrat. Das Ganze fülle ich dann in eine Glasflasche ab. So habe ich für einen Monat genug Brennnesselbrühe für meine Tomatenpflanzen. Die Brühe kannst du aber auch deinen anderen Pflanzen verabreichen. Nun, wie und wann und wie oft wende ich nun diesen Brennnesselsud an? Den Brennnesselsud nehme ich in der Regel alle 2 Wochen zum Gießen. Man könnte es auch wöchentlich machen, sofern man keine anderen Dünger im Einsatz hat. Beim Umtopfen wird auch einmal direkt mit Brennnesselsud gegossen. Die Nährstoffe der Brühe gelangen dann sofort über die Wurzeln in die Pflanze und sie bekommt Kraft, um gut anwachsen zu können. Gibt es nun auch schon Fertigprodukte mit Brennnesseln? Ja, wenn du dir keine eigene Brühe herstellen möchtest, dann gibt es auch Fertigjauchen. Welche ich schon verwendet habe, findest du in der Produktliste unter dem Video. Brennnesseln kann man natürlich auch selber sammeln gehen, dann ist der Dünger quasi kostenlos. Trockne sie einfach und verwende sie dann in der gleichen Dosierung. Jetzt wünsche ich dir noch viel Erfolg mit deinen Tomatenpflanzen.